Ich rette jetzt Gänseblümchen. Ja, warum rette ich Gänseblümchen? Werdet ihr euch fragen. Weil morgen kommt der Rasentraktor und macht die ganze Wiese platt. Alles weg. Wir haben nämlich hier schon gar keinen Rasen mehr. Zu 80% haben wir hier Wildblumen auf dem Rasen und die übrigen 20% sind Gras. Aber ich habe leider keinen Einfluss darauf. Alle 14 Tage wird es halt platt gemacht. Ich habe mal schnell die Fronten gewechselt. Von der vielgemähten Wiese zu Hause zu einem Eldorado für Insekten. Nur 4 Kilometer entfernt. Es geht doch. Ja, ihr alle 14 Tage Samstagsrasenmäher, schaut euch mal diese schöne Naturwiese an. Hier wurde auch Gras gemäht, aber nur ein kleines Stück und hier wurden die Blumen stehen gelassen. Diese Blumen haben die Chance, Samen abzuwerfen und im nächsten Jahr wieder zu blühen. Die Blumen auf unserer Wiese zu Hause bekommen die Chance gar nicht. Alle 14 Tage wird gemäht, somit können sie nicht ausblühen und die Samen nicht wieder in den Erdboden werfen. Es ist alles ein Kreislauf in der Natur. Jeder ist von jedem abhängig. Und die beste Voraussetzung sind solche blühenden Sommerwiesen. Ja, ohne Wildblumen keine Insekten. Ohne Insekten keine Obstbestäubung. Ohne Obstbestäubung kein Obst im Herbst. Und die Insekten haben immer Nahrung. Und fürs Auge ist es auch was. Traumhaft. Und für meinen Korb ist auch noch was dabei. Denn es gibt heute Abend noch ein wunderschönes Gänseblümchen-Gelee. Hier in der blühenden Wiese zu sitzen und die Naturlandschaft zu genießen, noch dazu bei Sonnenschein, ist eine Erholung für die Seele. Ja, das Gänseblümchen hat allerhand Heilwirkungen für unseren Körper, ja sogar für unsere Psyche. Mir geht es so. Wenn ich über eine Wiese laufe, voller Gänseblümchen, dann zaubern mir die kleinen, leuchtenden, weißen Blütenköpfchen immer ein Lächeln ins Gesicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass das Kindheitserinnerungen weckt. Denn als Kinder haben wir ja gerne mit Gänseblümchen gespielt. Ich kann mich gut erinnern. Man hat Kränzchen für die Haare gewunden. Man hat der Mama immer mal ein Sträußchen für die Vase mitgebracht. Und später wurden die einzelnen Blütenblättchen ausgezupft. Er liebt mich nicht, er liebt mich nicht. Ihr kennt es doch sicherlich auch, oder? Ja, aber das Gänseblümchen kann noch viel mehr. Es hat einen sehr hohen Anteil an Vitamin C, Magnesium, Eisen und noch andere wertvolle Inhaltsstoffe, die ich jetzt im Einzelnen nicht aufzählen würde. Das wäre langweilig und würde den Rahmen sprengen und jeder, der es wissen möchte, kann das im Internet nachlesen. Aber was ich noch sagen wollte, durch den Inhaltsstoff Saponin, das ist ein sogenannter Seifenstoff, der in einigen Wildpflanzen vorkommt, hat das Gänseblümchen eine gute Beziehung zu unserer Haut. Es wirkt blutreinigend und ist daher gut einsetzbar gegen unreine Haut. Das Gänseblümchen kann man ganz verwenden. Die Blätter, die Stiele, die Blüten. Man kann es als Gelee machen. Das werde ich euch heute zeigen, wie das geht. Man kann das als
Tinktur verwenden zum Abtupfen für Insektenstiche oder für unreine Haut oder für leichte Verletzungen. Dann würde das in Alkohol ausgezogen werden über 4 Wochen. Man kann das in einen hübschen Wildkräutersalat mitverwenden. Das sieht sehr schön aus. Oder ganz einfach nur die kleinen Blütenköpfchen über ein fertiges Gericht streuen. Was ich gerne mache, das ist, wenn ich im Sommer Besuch bekomme, nehme ich einen großen Glaskrug, fülle den mit Mineralwasser, werfe da hinein Scheiben von Zitrone, Bio-Zitrone, unbehandelt natürlich, etliche Minzblätter und die Blütenköpfe der Gänseblümchen. Wenn der Besuch dann kommt, sagen die immer, oh, sieht das schön aus. Und da hat man schon mal was gewonnen. Also, wie ihr seht, das Gänseblümchen ist es wert, beachtet und verwendet zu werden. Und ich stecke es jetzt in eine kleine Vase, mit Wasser gefüllt, und dann erfreut mich das noch etliche Tage auf meinem Tisch. Und jetzt legen wir mal los mit unserem Gänseblümchen-Gelee. Meine gesammelten Blütenköpfchen, manche sind hinten so schön rot, werden unter fließendem Wasser abgewaschen. Dann in einen Topf gegeben. Dann presse ich mir noch frische Äpfel, dass es ungefähr 1 Liter Saft ergibt. Zusätzlich noch den Saft einer Bio-Zitrone. Zusammen wird alles ca. 15 Minuten aufgekocht. Anschließend vom Herd genommen, Deckel drauf und eine Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag durchseihen, durch ein sauberes Küchentuch pressen. Ich wiege die Flüssigkeit ab und füge dementsprechend den Gelierzucker dazu. Die Gläser werden mit kochend heißem Wasser steril gemacht, auch die Deckel. Mein berühmtes Stück Butter für die Verminderung der Schaumbildung. Wie gewohnt 3 Minuten sprudelnd kochen. Nach dem Kochvorgang gebe ich noch eine Handvoll frischer Gänseblümchen, Blütenköpfe hinein zur Dekoration und in die sterilen Gläser abfüllen. Für ein nettes Geschenk oder ein Mitbringsel dekoriere ich die Gläser noch. Fertig! Und viel Spaß wünsche ich euch beim Nachkochen dieses gesunden Gänseblümchen-Gelees. Eure Oma Betty.